Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich, wie ich mein Iwagumi bepflanze. Das Hardscape für das Iwagumi hatte ich ja schon in meinem letzten Video eingerichtet. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, nicht nur Kies, sondern auch Soil als Bodengrund zu benutzen. Ich verwende den Dennerle Naturkies Baikal, das Dennerle Scaper Soil, den Dennerle Nano Egg Filter und verschiedene Pflanzen von Tropica und Oliver Knott. Links zu den hier gezeigten Produkten, die ich alle selber gekauft und bezahlt habe, und eine Liste der verwendeten Pflanzen findet ihr in der Videobeschreibung. Das Dennerle Scaper Soil ist ein aktiver Bodengrund für Aquarien und ich erhoffe mir davon, dass die Pflanzen schneller anwachsen und mehr Halt finden als im groberen Kies. Den Dennerle Nano Egg Filter verwende ich schon in meinen beiden ersten Aquarien und ich bin sehr zufrieden damit. Bepflanzen werde ich das Iwagumi mit Micranthemum Monte Carlo, Eleocharis acicularis mini und Hydrocotyle tripartita von Tropica und einem Becher Staurogyne repens von Oliver Knott. Das Micranthemum Monte Carlo ist ein kleinblättriger Bodendecker, das einen dichten Teppich bildet, wenn man es regelmäßig zurückschneidet. Eleocharis acicularis mini ist ein grasartiger Bodendecker und kann einen dichten Rasen bilden, wenn man ihm die richtigen Voraussetzungen dafür schafft. Die Hydrocotyle tripartita bildet kleeförmige Blätter, kann auch als Bodendecker genutzt werden, wächst aber höher und buschiger als die beiden anderen Pflanzen. Die Staurogyne repens ist eigentlich eine Stängelpflanze, kann aber, wenn man sie regelmäßig zurückschneidet, kleinbleibend und kompakt wachsen. Die Hydrocotyle tripartita werde ich wahrscheinlich in den hinteren Bereich pflanzen, um durch die höhere Wuchsform etwas Tiefenwirkung zu erzielen. Vielleicht gelingt es mir auch, etwas Soil hinter den Oyaishi zu platzieren und die Pflanze dann hängend herunterwachsen zu lassen. Falls dann noch etwas übrig ist, setze ich es eventuell hier vor den Filter. Das Eleocharis mini kommt hauptsächlich in den linken Bereich und als Auflockerung als kleine Grasflecken zwischen die anderen Pflanzen. Das Monte Carlo soll dann den Rest des Bodens bedecken und einen schönen grünen Teppich bilden. Die Staurogyne repens werde ich außen entlang des Fukuishi pflanzen und vielleicht auch innen. Wenn da noch Pflanzen übrig sind, setze ich vielleicht noch welche vor den Filter, die hochwachsen sollen, um diesen ein bisschen zu verdecken. Bevor ich jetzt das Soil einbringen kann, muss erst einmal der Kies aus dem Aquarium. Ich werde aber einen Streifen Kies am Rand lassen, damit man vorne das Soil nicht sieht, und der schwarze Schiefer ist auch ein schöner Kontrast zu den grünen Pflanzen. Wie anfangs erwähnt, habe ich mich diesmal dafür entschieden, Soil als Bodengrund zu verwenden. Einmal, weil der Kies wahrscheinlich zu grob zum Wurzeln ist und zum anderen, weil die Pflanzen von Tropica als mittelschwer eingestuft werden und da will ich möglichst optimale Voraussetzungen für ein gutes Wachstum schaffen. Damit sich Kies und Soil beim Einfüllen nicht vermischen, habe ich mir eine Trennwand aus Pappe zurechtgeschnitten. Ich werde außen den Kies hineingeben, in die Mitte das Soil und danach die Pappe vorsichtig herausziehen. Ich habe dann den Kies vorsortiert und die kleinsten Steine vorne vor der Pappe ein Stück hoch eingefüllt, aber noch nicht ganz nach oben, sonst wäre die Pappe in der Mitte hochgerutscht. An den Seiten habe ich einen kleinen Stein als Stütze zwischen Pappe und Fukuishi geklemmt und dort konnte ich dann die Steinchen bis ganz nach oben auffüllen. Dann war es Zeit, mit dem Einfüllen des Soils zu beginnen. Ich habe mich dazu entschieden, das Soil nicht direkt aus der Tüte ins Aquarium zu schütten, sondern es mit einem kleinen Becher hineinzuschaufeln. So war ich wenigstens einigermaßen sicher, dass es nur dorthin kommt, wo ich es auch haben wollte. Trotzdem habe ich es auch ein paar Mal geschafft, es über den Papprand zu kippen. Da musste ich es dann mühsam wieder aus dem Kies herauspicken. Zwischendurch habe ich das Soil mit dem Spatel und der Hand gut verteilt und es auch in die Ecken geschoben. Dann konnte auch der Kies an der Seite und vorne an der Frontscheibe weiter aufgefüllt werden. Nachdem das Soil eingefüllt war, kam der spannende Moment. Ich habe die Pappe ganz langsam herausgezogen und dabei ganz leicht hin und her bewegt und zu meiner Überraschung hat die Trennung zwischen Kies und Soil dann auch sehr gut geklappt. Das Soil musste dann wieder aufgefüllt werden, weil ja einiges davon dorthin gerutscht war, wo vorher die Pappe gewesen ist. Ja, und dann habe ich mir recht viel Zeit dafür genommen, noch einmal mit dem Spatel alles so zu gestalten, wie ich es gerne haben wollte. Ich habe versucht, den Bodengrund nach hinten aufsteigen zu lassen, um mehr Tiefe zu erreichen, aber irgendwie ist das später alles wieder nach vorne gerutscht. Dann konnten endlich die restlichen Steine eingefügt werden. Da habe ich auch eine ganze Weile herumprobiert, bis ich die richtige Position gefunden hatte. Zum Schluss war ich dann aber richtig zufrieden und konnte mit der Vorbereitung für das Einpflanzen beginnen. Erst einmal habe ich alles mit einer Sprühflasche ordentlich feucht gemacht, damit die Pflanzen später besser halten und danach gerade so viel Wasser eingefüllt, dass das Soil noch nicht ganz damit bedeckt war. Angefangen habe ich dann mit der Staurogyne repens, die sich sehr leicht in viele kleine Pflanzen aufteilen ließ. Die habe ich dann entlang des Fukuishi mit einer Pinzette eingesetzt. In meiner Vorstellung soll das nachher so aussehen wie ein kleiner Wald, der sich an die Felsen schmiegt.
Bevor es weiterging, habe ich die frisch eingesetzten Pflanzen erst noch einmal gut befeuchtet. Von der nächsten Pflanze, der Hydrocotyle tripartita, habe ich einen Büschel auf halber Höhe hinter den Hauptstein geklemmt, von wo aus er herunterranken soll. Der Rest kam dann in die rechte hintere Ecke, ein Büschel noch vor den Filter und ein kleines vorne in die Mitte. Für die Ranken am Hauptstein habe ich dann ein bisschen Zoll mit Wasser in einem kleinen Becher angemischt und es hinter den Stein geschmiert, sodass die Pflanzen dort auch wurzeln können. Das war natürlich erstmal eine ganz schöne Sauerei, aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Zum Schluss habe ich alles noch einmal nass gespritzt und noch ein paar Korrekturen mit der Pinzette vorgenommen. Das Eleucharis Mini habe ich danach vorne links in die Ecke gepflanzt. Dafür habe ich den Inhalt des Bechers in kleine Büschel geteilt und diese mit der Pinzette in das nasse Soil gesteckt. Wenn man sicher gehen will, dass es nach dem Einfüllen des Wassers nicht aufschwimmt, kann man es ruhig tiefer einpflanzen, als ich das jetzt hier gemacht habe. Es wächst dann noch besser zusammen und versucht unter dem Soil Kontakt zu den Nachbarpflanzen aufzunehmen. Stecken die Pflanzen nicht tief genug, werden die Ableger oft über dem Soil gebildet. Jetzt sah das Aquarium schon recht grün aus und es war schon gar nicht mehr so viel Platz. Zum Glück hatte ich nur einen Becher von dem Monte Carlo gekauft und das habe ich von vorne in der Mitte bis nach rechts eingesetzt, wo es einen schönen Teppich bilden soll und es dann noch in die verbliebenen Lücken gepflanzt. Auch das Monte Carlo hätte ich besser richtig tief ins Soil gedrückt, weil es doch schon recht hochgewachsen aus dem Becher kam und somit sehr viel Auftrieb hatte. Ich war aber trotzdem mit dem vorläufigen Endergebnis sehr zufrieden. Jetzt war es Zeit, Wasser einzufüllen und damit die Pflanzen nicht gleich alle aufschwimmen, habe ich sie mit Papiertüchern von der Küchenrolle abgedeckt und diese schön nass gemacht, damit sie so richtig schwer wurden. Zum Einfüllen benutze ich immer Luftpolsterfolie, auf die ich das Wasser mit einer Gießkanne gieße. Die Folie schwimmt nachher auf der Wasseroberfläche auf und verteilt den Wasserdruck sehr gut in alle Richtungen, sodass keine Pflanzen herausgerissen werden und nur wenig Dreck aufgewirbelt wird. Man muss nur zusehen, dass die Luftblasen nach unten zeigen, sonst spritzt es beim Eingießen. Ich zeige das Einfüllen hier im Zeitraffer. In Wirklichkeit habe ich das Wasser ganz langsam und vorsichtig einlaufen lassen. Nachdem das Becken zu 3/4 gefüllt war, konnte ich die Papiertücher herausnehmen und hurra, fast alle Pflanzen sind im Soil stecken geblieben und nur ein paar abgerissene Blätter sind aufgeschwommen. Jetzt sah das Aquarium schon ganz anders aus und es war an der Zeit, ein paar kosmetische Veränderungen vorzunehmen. Am Rand wurden noch ein paar Steinchen zugefügt und der Kies insgesamt verdichtet. Die eine oder andere Pflanze habe ich noch tiefer ins Soil gesteckt und die Pflanzen, die platt gedrückt waren, habe ich wieder aufgerichtet. Danach habe ich das restliche Wasser eingefüllt und hier kann man jetzt sehr schön sehen, wie gut das mit der Blasenfolie funktioniert. Strömung und Wasserdruck werden durch die aufschwimmende Folie förmlich abgefedert und so bleibt darunter alles an seinem Ort. Trotzdem ist das Wasser natürlich etwas trübe gewesen und deshalb war es jetzt an der Zeit, den Dennerle Nano Eckfilter einzusetzen. Den habe ich ja schon in meinen beiden anderen Aquarien laufen und bin damit bisher sehr zufrieden. Ich habe auch schon ein Video über den Filter gemacht, das ich euch jetzt einmal rechts oben in der Ecke einblende. Einen Link dahin, wo ihr den Filter kaufen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn man den Filter einmal warm ausgespült hat, kann man ihn unter Wasser wieder zusammenstecken. Dabei achte ich immer darauf, dass möglichst keine Luft mehr im Filterkopf ist, wenn ich ihn dann in der Ecke anbringe, sonst macht er später erst einmal komische Geräusche. Nachdem der Filter eingeschaltet ist, nimmt er sofort seine Arbeit auf und nach ein paar Stunden war das Wasser bereits wieder glasklar. Ich richte den Strahl immer schräg nach vorne auf das erste Drittel der Frontscheibe. So entstehen zwei Kreisströmungen, die das Wasser wieder zum Filter zurückführen, wie man hier in der Seitenansicht noch einmal sehr schön sehen kann. Das Einrichten des Iwagumis hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich war mit dem Endergebnis dann auch sehr zufrieden. Am nächsten Tag hatten sich alle Pflanzen schon aufgerichtet und es sah richtig klasse aus. Das Iwagumi passt auch, wie ich finde, sehr gut in meine kleine Aquariumgalerie. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich ganz besonders über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, es zu teilen und in ein paar Wochen werde ich dann noch ein Update hochladen, damit ihr seht, wie es sich entwickelt hat. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert bitte den Kanal und aktiviert auch die kleine Glocke. Ich sage Tschüss, bis dahin und macht euch mal wieder die Hände nass.